Mahlzeit. Ich bin der Jonas aus Oschatz. Bin Plan Moped. Willkommen zurück zur Tour 2024 mit den 5 Moped-Männern. In der letzten Folge wurde eine unfreiwillige Schrauberpause eingelegt, die lokale Handwerkskunst getestet und wir schauten uns nach weiteren Ersatzteilen um. Gucken wir mal hier in eine Reihe zu stellen oder so. Was ist denn das hier für ein Schloss? Das sieht irgendwie bekannt aus. Ich dachte bestimmt mal ein Foto machen mit der Maschine. Einer meiner besten Freunde ist auch so ein Fan und der ist begeistert, wenn er das sieht. Okay, Baby, komm, wir gehen ein bisschen essen. Danke, Jungs. Viel Spaß. Mal schnell noch ins Machen, wenn das trocken ist. Ja, freilich. Wir fahren zum Ötztaler Moped-Marathon in 2 Wochen, deswegen. Mit was für ein Fahrzeug? 57. Wo kommst du her? Saalfeld-Rundstadt. Ah, Saalfeld. Was ist SAO? Das ist Jena hier. Stadt Roda ist die Hut, in der ich mich zu Hause fühle. Achso, nee, dann ist er am nächsten. Ist was kaputt gegangen so? Nee. Ja. Wäre es noch wichtig zu wissen, wie die Burg heißt. Das ist bestimmt irgend so eine ganz bekannte. Eilen. Ist das nicht diese eine Burg, die immer auf irgendwelchen... Ja, das ist Donan hier, oder wie das heißt. Der berühmteste oder der bekannteste Schottlands irgendwie. Zufälligerweise sind wir an dem wahrscheinlich bekanntesten schottischen Schloss vorbeigekommen, bekannt aus verschiedenen Filmen und Fernsehserien wie Braveheart, Highlander oder James Bond. Jedoch war das Schloss nicht wirklich schwierig zu finden, da es direkt an der Hauptstraße lag. Im Anschluss an die kleine Fotosession ging es dann weiter Richtung Great Glen, einer tektonischen Verwerfung im Norden Schottlands, in der sich der wahrscheinlich bekannteste See des Landes befindet. Wie hast du dich auf die Tour vorbereitet? Ich habe das gute Öl gewechselt und gegen anderes Öl ausgetauscht. Das Klutschmuster. Ja, Okay. aber Kupplung rutscht nicht, funktioniert, wird sich zeigen. Aber bis jetzt macht es einen guten Eindruck. Auf was freust du dich bisher am meisten? So, auf den Blödsinn mit den Jungs. Also Mopedfahren ist zweitrangig. Das läuft so nebenbei. Gibt es bei dir irgendwas im Gepäck, wo du sagst, das ist mein heißer Tipp? Nö. Hat sich über Jahrzehnte so angesammelt, was man so mitschleppt. Wollt ihr noch irgendwas von Matthias wissen? Ja, wie alt bist du eigentlich wirklich? Das habe ich vergessen.
Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass wir uns das Ersatzteil für die defekte Schaltung doch an eine Poststation in der Nähe zur Fähre nach Nordirland haben schicken lassen. Da die Notlösung bis jetzt hielt, entschieden wir uns, den Motor nicht noch einmal zu öffnen und letztendlich nahm ich das Ersatzteil wieder nach Deutschland zurück. Überall, wo man hinkommt, das Pegel. Unser letzter Streckenabschnitt in Schottland führte uns durch den Galloway Forest Park, der überraschenderweise wenig Forest im Park hatte, aber dafür mit unglaublich kurvigen und engen Strecken für maximalen Fahrspaß sorgte. Shit. Hunger. 23 Minuten sind wir da. Hast du die Straße extra bauen lassen? You'll think about how it
lüften. Wir sollten auf jeden Fall nochmal gucken nach einer Unterkunft und dann das Pub. Der Pub sah gut aus. Nach einer Stärkung ging es zu dem für uns letzten Campingplatz in Schottland. Im Anschluss besuchten wir unser erstes britisches Pub, was uns einen Vorgeschmack auf unseren nächsten Halt in Dublin geben würde. Das ist der Selbsterhaltungstrieb der Hupe. Kein GPS-Signal.